Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim dritten und letzten Teil der Hauler-Serie. Ich habe in der vergangenen Folge versucht, ein Stück der Spritzwand vom Hauler nachzubauen, das den Scheibenwischermotor hält, weil man hier sieht, dass die originale Spritzwand schon enorm verrostet ist und starke Korrosion hat durch Feuchtigkeit, die sich hier zwischen diesen beiden Blechen gebildet hatte. Und das eine ist noch das Reststück, was den Scheibenwischermotor hält. Ich habe dann versucht, dieses Blech nachzubauen. Hier auf der Ständerbohrmaschine habe ich das Loch, wo der Scheibenwischermotor durchgeht, nachgebohrt und hier versucht, dieses Blech genau wie dieses originale Blech abzukanten, um es dann wieder in die Spritzwand einzusetzen. Ich habe dann versucht, die beiden Teile miteinander zu verbinden und hier geht's weiter. Viel Spaß! Ich habe das Ganze jetzt mal testweise montiert. Hier sieht man das schön. Der Motor kommt auch genau in der Mitte vom Loch raus. Das ist aber nur mit 2 Punkten jetzt gerade geheftet. Und hier hinten sieht man den Flansch, wo der Motor mit den 3 Schrauben befestigt wird. Das Ganze sitzt jetzt gut und ich werde das Ganze jetzt miteinander verschweißen. Ja, ich habe die Bleche jetzt fertig miteinander verschweißt. Die werden sehr wahrscheinlich nicht mehr voneinander abgehen. Und ich werde das jetzt von innen durch das Loch ansetzen und dann von außen an die Spritzwand verschweißen. Hier kann man das fertige Blech jetzt am Hauler sehen. Das ist noch nicht eingeschweißt, das liegt nur an. Und man muss schauen, dass die Bleche aufeinander liegen, dass man da jetzt Schweißpunkte setzen kann, um das Ganze zu befestigen. Ja, bevor ihr das Blech einbaut, achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall die Rückseite mit einem Schweißprimer vor Korrosion schützt, weil sonst habt ihr nachher das neue Blech genauso schnell wieder am Rosten wie das alte. Es ist auch wichtig, die Unterseite mit einem nassen Tuch zu schützen, weil die Schweißspritzer sonst schnell den Innenraum zu brennen bringen. Ja, wenn ihr das Blech dann eingeschweißt und auch verschliffen habt, dann könnt ihr das Ganze noch verzinnen. Das ist einmal dazu da, damit ihr auch die ganzen Löcher in den Schweißnähten, wo eben auch Regenwasser reinlaufen kann, ausfüllt. Beim Verzinnen ist es enorm wichtig, dass die Oberfläche metallisch blank ist und auch komplett fettfrei ist. Da gibt es so Verzinnungspaste, die wird mit einem Pinsel oder einem Tuch wie hier aufgetragen und das zuvor gereinigte Blech wird dann langsam erhitzt mit einem Brenner, aber immer in kreisenden Bewegungen, also auch die Umgebungsfläche erwärmt. Und dann fängt irgendwann diese Verzinnungspaste an, so silbrig zu schimmern. Und dann wischt man die mit einem feuchten Lappen schnell weg. Und man erzeugt dadurch eine komplett blanke Oberfläche, auf der das Zinn super haftet. Und das Karosseriezinn wird hier in Form von solchen Stangen geliefert. Die gibt es mit Blei und ohne Blei. Die mit Blei haben bessere Fließeigenschaften, aber die sind natürlich deutlich giftiger. Deswegen sollte man da auch Handschuhe tragen, wenn man damit arbeitet, und auch einen Mundschutz. Und es gibt dann solche Lötholzer, die sind in Bienenwachs getränkt und damit verstreicht man das Ganze. Und wenn das verstrichen ist, kann man das dann mit einer rauen Schleifscheibe, ähnlich wie auch Blech, dann verschleifen und dann immer feiner werden. Und dann hat man nachher super schöne Ergebnisse, die metallisch blank glänzen. Zum Abschluss muss man darauf achten, dass die Säurereste von der Verzinnungspaste neutralisiert werden. Ja, hier sieht man das Ganze beim Hauler. Da kam ich natürlich nicht so schön rein, deswegen konnte man das auch nicht so toll verstreichen. Aber letztendlich wichtig ist ja die Abdichtung und das ist auch ganz wichtig, deswegen sollte man auch im Innenraum nochmal mit einer Nahtabdichtung das Ganze gegen Feuchtigkeit absichern. Ja, das hier ist die von mir eben erwähnte flexible Nahtabdichtung, die ist jetzt in der Farbe Grau, die gibt es in Schwarz und Beige, verschiedene Farben, und man sieht ja hier die noch bestehenden Nähte, die Rückseiten davon. Und wir schauen jetzt, dass wir möglichst an alle gut rankommen, hier mit so einer Kartuschenpresse. Und wir ziehen dann quasi über die Naht eine dicke Raupe und verstreichen das Ganze dann
großzügig mit dem Finger und gucken, dass es keine Sauerei gibt. Ich habe das Blech noch verspachtelt, damit man die Unebenheiten besser ausgleicht, und ich werde das Ganze auch noch lackieren, damit das sich dem Rest angleicht. Ich werde dafür zuerst hier so eine Ein-Komponent-Grundierung nehmen. Die gibt es überall im Autozubehör, damit man einen guten Haftgrund hat, und im Anschluss dann in Wagenfarbe lackieren. Ja, nachdem ich jetzt das Blech noch geschliffen und lackiert habe, passt sich das eigentlich ganz gut in den Hauler ein. Das fällt gar nicht mehr so stark auf, dass da dran gearbeitet wurde, dass da ein neues Blech reingekommen ist. Und den Motor habe ich auch schon testweise dran gesetzt. Der sitzt ziemlich mittig im Loch. Ja, mindestens genauso wichtig wie die eigentliche Arbeit ist es aber auch, hier die ganzen Falze vom Schleifstaub zu befreien. Das heißt, da muss man penibelst darauf achten, dass man mit Druckluft alles ausbläst und dann auch nochmal mehrmals abwischt, damit das nicht anfängt zu rosten. Ja, als letzten Punkt der Rostvorsorge empfehle ich euch hier solche Hohlraumversiegelung. Die kann man in transparent kaufen und die kann man mit dem normalen Sprühkopf zum Beispiel in den Bereichen dünn verteilen, wo das Wasser drin steht, damit das dort nicht anfängt, irgendwo den Lack zu unterwandern und zu rosten. Und es gibt aber für diese Dosen auch andere Sprühköpfe. Das heißt, man kann hier auch den Sprühkopf abmachen und dann kann man sich da so eine Lanze drauf bauen. Und das Besondere hier an diesem Schlauch ist, das ist so ein 360-Grad-Kopf. Das heißt, wenn man den jetzt da unten in den Hohlraum reinführt, dann verteilt er das Fett überall. Und das hat halt einen sehr guten Effekt, weil man überall auch dorthin kommt, wo man normalerweise mit einer Sprühdose nicht hinkäme. Ja, wenn ihr dann alles konserviert habt, dann ist es an der Zeit, den Scheibenwischer zu testen. Es wird natürlich noch eine Gummitülle dorthin gebaut, weil das Ganze im Moment nicht ganz wasserdicht ist, aber die habe ich in Amerika bestellt, das heißt, die kommt noch im Nachgang. Ich werde jetzt als erstes mal einen Test machen. Ich mache dafür die Scheibe ein bisschen nass. Sehen wir auch, ob die Wischer ihren Dienst erfüllen. Okay, so, dann machen wir mal den Motor an. Dann muss ich erstmal die Zündung anmachen. Und das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.